Sagen wir mal so, bei dem Update ist halt auch frustrierend. Also wenn du dann halt gar nicht weißt, wann es kommt und dann fängt jemand an zu teasen, dann hat man eigentlich das Gefühl, man rückt dem Ganzen immer näher. Und wann haben sie das mit dem Testserver angekündigt? Das war ja sogar noch im August, oder? Oder Anfang September vielleicht. Das ist auf jeden Fall auch schon ewig her. Wieder. Und wenn du sowas ankündigst, dann hat man ja das Gefühl, man steht wirklich kurz davor, zumindest, dass man stark informiert wird jetzt vom Game, was auf einen zukommt. Und dann abrupt brechen die Teaser ab, wobei, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass der Dev das nicht wirklich offiziell war, sondern der es einfach so gemacht hat, aus Nettigkeit uns gegenüber. Ich glaube jetzt nicht, dass Scala das wirklich wollte, dass da so viel geteased wird. Also sie haben es wahrscheinlich schon gegreenlightet. Er wird es nicht, in Anführungszeichen, illegal gemacht haben. Aber so war jetzt wahrscheinlich offiziell so nicht geplant. Und wenn das dann halt aber plötzlich aufhört und dann kriegst du von offizieller Seite halt auch überhaupt keine News mehr, wie gesagt, außer dass das Ende Oktober ein Test-Server stattfindet, ist halt einfach schon ziemlich enttäuschend. Vor allem bei Flyf ist halt echt crazy. Also ich weiß nicht, ob es irgendein Spiel gibt, wo das so ist, dass ein Update angekündigt wird und dann hast du einfach keine Informationen, Wochen, Monate lang, und dann kommt's irgendwann, ohne dass jemals ganz klar kommuniziert wurde, kristallklar kommuniziert wurde, wann es kommt und was auf dich zukommt. Bei Flyf ist es immer so, man kündigt irgendwann irgendwas an, dann kommt irgendwann Teaser, manchmal wirklich erst 2 Wochen vorher, bei dem New Horizon Update, wo Tramnuk kam, oder Wild. Das war ja so, dass irgendwie 4 Wochen vorher die erste Death Note kam. Dann kam noch eine und dann 2 Tage vorm Update hieß es plötzlich, ja, das Update kommt übermorgen, so ungefähr. Und ich meine, warum? Also das ist einfach so, ich verstehe nicht, also dass man das einmal macht, weil irgendwas nicht geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, bei denen intern, ist ja schön und gut, kann man halt da nicht ändern. Aber das muss halt nicht jedes Mal so sein. Und letztendlich, wenn man halt nicht weiß, wann das Update fertig ist, so ungefähr, man kann es nicht abschätzen. Oder man will einfach sich genug Zeit einräumen für, falls dieses und jenes noch schief geht und so. Dann sagt man halt einfach, okay, wir würden gerne das Update, keine Ahnung, sagen wir 30. Oktober fertig haben. Aber weil wir wissen, dass bestimmt wieder irgendwas schief geht, also nur das Beispiel, sagen wir einfach 5. Dezember oder so. Dann haben wir 1 Monat mehr Zeit. Und ich meine, was müsste da, also wie gewaltig müsste etwas schief gehen, dass du über einen kompletten Monat länger brauchst, als ursprünglich von den Entwicklern selber vielleicht sogar festgelegt. Oder, sag ich mal, befürchtet. Ist ein Shop mit X-Pro 450. Würde ich nehmen, Sir. 5 Stück. Und das ist halt das, was so nervig ist, weil bei jedem anderen Spiel gefühlt, oder zumindest jedes Spiel, das ich kenne und jemals gespielt habe, soll ich alle kaufen, sind 45? Nein, kann ich mir nicht leisten. Ich kann nur 5. Ich habe gesagt 5, Sir. Bei jedem anderen Spiel wäre das so, man kündigt es an, dann hast du ein Datum, fertig. Und das war's dann. Und klar, viele Games verschieben das dann, weil, wie gesagt, irgendwas schief geht. Aber das ist ja genau der Punkt. Dann verschiebt man es halt im schlimmsten Fall. Dann ist es halt so. Ich meine, das haben sie halt einmal gemacht mit diesem Herbst-Update, wo sich dann alle monatelang drüber lustig gemacht haben. Mein gut, okay, man muss auch dazu sagen, es war Herbst-Update genannt und es kam im März. Also, das war auch schon wirklich extrem. Also ich meine, die haben einfach monatelang länger gebraucht. Das war halt einfach komplett fehlkalkuliert. Deswegen sage ich ja, ähnliche Situation, du fragst die Developer, wann sagt ihr realistisch kann es kommen? Und dann rechnest du da einfach einen Monat drauf. Und dann bist du ja schon mal von diesem Worst Case, dass du so Monate verschieben musst, bist du ja eigentlich schon mal gesaved. Weil das kann ja dann eigentlich gar nicht passieren.
Also da müssten sich die Entwickler ja komplett verschätzen. Und ich meine, I don't know. Dann brauchst du vielleicht neue Entwickler, so blöd das auch klingt, aber ich meine, so heftig kann man sich eigentlich gar nicht verschätzen, oder? Oh, Shield of the Cyclops, bester Skin. Der beste Skin, baby, let's go. Nice. Nicer Dicer. Nicer Dicers. Der teuerste und beste Skin, let's go. Deswegen ist es halt so frustrierend, weil wir werden einfach im Dunkeln gelassen und wir haben keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Und noch frustrierender halt, wie gesagt, wenn dann ein Developer anfängt, aus Nettigkeit irgendwas anzuteasen und dann hört er damit aber auch wieder auf und dann vergehen wieder 3 Wochen ohne Infos und das ist halt... Du bist genauso schlau wie vorher. Und also, wo die ersten Teaser schon vor fast 2 Monaten kamen. Einfach fast 2 Monate. Und seitdem kam gefühlt nichts mehr Relevantes. Das ist jetzt schon heftig. Wie gesagt, gefühlt kein anderes Game der Welt würde das jemals so machen. Zumindest keins, das ich kenne. Krauschenberger ist ready.